Für die allgemeine Speisung der Hungrigen hat es nicht gereicht an diesem Wochenende. Aber die Härtefälle im Luxusdistrikt wurden versorgt. Und da gab es ein paar erfreuliche Dinge zu erleben und fast nichts Negatives. Mit auf unserer Besuchstour bei den Härtefällen war diesmal Jochen Blume, einer unserer langjährigen Tauchfreunde und ein eifriger Unterstützer der Corona-Gang seit deren Anfängen. Vorher kam ich noch Carsten besuchen. Den hatte ich über 20 Jahre nicht gesehen. Er überreichte mir als erstes eine stattliche Spende von Petra Herre, die ich genauso lange nicht gesehen hatte. Und er legte dann auch noch dieselbe Summe aus seiner Tasche auf den Tisch für die Hungrigen. Vielen Dank, ihr beiden, im Namen der Hungrigen und der Corona-Gang. Es fing alles etwas holprig an, weil die bettlägerige Oma, der es vor 2 Wochen so schlecht ging, umgezogen ist. Eine Enkelin, die offensichtlich gut geheiratet hat, nahm die Oma zu sich. Sie lebt also nicht mehr in den prekären Verhältnissen von vorher und es geht ihr gesundheitlich relativ gut. Wir haben sie heute aus unserer Obhut entlassen, weil sie diese nicht mehr braucht. Nicht die Oma und nicht wir sind traurig darüber. Im Gegenteil, alle freuen sich, dass es ihr jetzt gut geht und wir verabschieden uns von ihr mit Freude. Bei der steinalten Frau, deren Gatte vor kurzem gestorben ist, hat sich nichts geändert. Nur sitzt statt des Enkels heute eine Enkelin zur Gesellschaft da. Die Frau leidet, hat aber meist eines der Kinder oder Enkel um sich, was leider für einige der am schlimmsten Betroffenen nicht zutrifft. Die verbringen den größten Teil des Tages hilflos und alleine. Die ach so reichen Kinder im Nobelviertel freuen sich wie immer über unseren Besuch. Es wundert sie auch nicht mehr, dass sich die beiden Männer vom letzten Besuch jetzt in Onkel Theo verwandelt haben. Hauptsache aus den Wundertüten von Dietrich und von Olli und Stefan kommen Süßigkeiten raus.
Dann geht's zu der einbeinigen Dame. Dort gibt es großen Andrang von den Enkeln und ein Palaver, weil Prop und der Dino dem Paar erklären, dass Olli und Stefan Kohle für eine Gehhilfe dagelassen haben, damit die Frau sich während der Abwesenheit ihres Mannes in der Wohnung bewegen kann. Der Dino präsentiert ein paar Vorschläge und sagt, dass die Betroffene ihre Wahl selbst treffen müsse, weil sie ihre Bedürfnisse am besten kennt. Prop interveniert und agiert und der Mann verspricht, sich im Sanitätshaus schlau zu machen, damit das richtige Gerät besorgt werden kann. Und die Kleinen bekommen hinterher was aus Dietrichs und Ollis Tüten ab. Das sind Leckereien aus Germany, was man hier ganz besonders schätzt. Und da ist ja auch noch die obdachlose Mutter mit dem Kleinkind. Ja, wo ist sie denn nun? Die wollte sich doch ihre Verpflegung vor der Bleibe der Oma abholen. Aber da ist heute tote Hose. Die Nachbarsfamilie, welche am Straßenrand Getränke verkauft, ist nicht da. Sie haben Corona und sind in ihrer Unterkunft isoliert. Und da dachte die Mutter mit dem Kleinkind wohl, dass ihr Glück von letzter Woche schon vorbei wäre. Prop schickt die Tochter der Oma auf Suche nach ihr und die wird fündig. Die Ärmste hatte ja keine Unterkunft und ihr ganzer Besitz war auf dem Holzbrett unter dem Kinderwagen untergebracht. Sie schlief unter Vordächern, Garageneinfahrten und wo immer sie Schutz vor dem Wetter hatte. Dieser Zustand hatte Heidemarie und Michael aus Deutschland zutiefst berührt. Die waren schon vorher Unterstützer der Corona-Gang, aber das Schicksal des Kindes und seiner Mutter hat die beiden veranlasst, eine beträchtliche Summe zu spenden. Mutter und Kind haben jetzt ein komfortables Einzimmer-Appartement. Und die Finanzierung ist auf Monate gesichert. Die Behausung hat zwar keine Tür, keine Küche, kein Bad, aber für jemanden, der gewohnt ist, auf der Straße zu leben, ist es ein ziemlicher Aufstieg. Der Dino erklärt der Mutter, woher der Geldsegen kommt und wer ihre Sponsoren sind, und sie bedankt sich artig und freut sich so sehr, dass sie abwechselnd lacht und weint. Die Butschei Michael ครับ ครับแล้วบอกที่ธรรมดา บอกพี่หันหน้ามานี้เนาะ บอก ค่ะ ที่ธรรมดา บอกเขาเลยว่าขอบคุณมากค่ะคุณมิตรกาเอลคุณไหนดี ไม่พูดไปเลย คุณ มิตรกาเอลกับคุณ ไฮดี้กับ คุณมิคาเอล มิกเอลค่ะ อ่า ขอบคุณนะคะ โอเค Prop erklärt ihr noch einiges, gibt gute Ratschläge und fragt, was die beiden denn jetzt am nötigsten brauchen. Dann schleppt sie den Dino zum Einkaufen und die beiden kehren zu Mutter und Kind zurück, um die Einkäufe abzuliefern. Es sind prekäre Verhältnisse für die Minifamilie, aber verglichen mit vorher eine sehr große Verbesserung. Sehr nachdenklich, aber erfreut kehren Prop, Jochen und der Dino in ihre Unterkünfte zurück und wünschen sich noch mehr erfreuliche Nachrichten aus dem Umfeld ihrer Schützlinge. Und vielleicht weniger unerfreuliche aus der Weltpolitik oder wie man diese Kloake sonst nennen sollte. Wenn die drei daran denken, was in Osteuropa gerade geschieht, stehen ihnen die Haare zu Berge.